Hallo liebe Häkelfreunde, diese raffinierte Tunika besteht aus 2 identischen Kreisen und kaschiert auf ideale Weise ein paar Kilos zu viel, speziell um die Körpermitte. Sie steht aber natürlich auch sehr schlanken Damen vorzüglich. Ihr könnt die Tunika in verschiedenen Größen nacharbeiten. Ich empfehle euch für dieses Modell ein dünnes, weich fallendes Garn, wie zum Beispiel ein dreifädiges Bobbelgarn oder das von mir verwendete Material. Die Tunika fällt fließender, wenn neben der Baumwolle ein Anteil Acryl oder Viskose dabei ist. Ich möchte außerdem gleich vorausschicken, dass die Verwendung von völlig anderem Material bei diesem außergewöhnlichen Modell auch zu einem völlig anderen Ergebnis führen kann. Schaut euch bitte die Materialseite nach den Intros an, da findet ihr Richtwerte zum Garnverbrauch für eure Größe und was ihr sonst noch für die Umsetzung dieses Projektes benötigt. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Für dieses Projekt nehme ich die Twister Solid von Hobby.de. So ein Knäuel hat 100 Gramm und 400 Meter Lauflänge und das ist die Farbe Nummer 120. Wie viel ihr davon braucht, schreibe ich euch auf die Materialseite vor dieser Einstellung. Und ich verwende eine Häkelnadel Nummer 3,5. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 5 Luftmaschen. Und schließe diese mit einer Kettmasche zum Ring. Ich häkle 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen und häkle weitere 14 Stäbchen in den Ring hinein. Den Faden häkle ich mit ein, damit wir den Ring später zuziehen können. Und wenn ich inklusive Ersatzstäbchen 15 Stäbchen gehäkelt habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe insgesamt 15 Stäbchen gehäkelt und ich schließe in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens mit einer Kettmasche zur Runde. Jetzt häkle ich 4 Luftmaschen. 3 zählen als Stäbchen, eine ist für den Abstand und ich häkle in jedes Stäbchen ein Stäbchen, auch hier gleich in das nächste. Hier ist immer der Maschenkopf ein bisschen verzogen, das kommt durch das Schließen der Runde, aber dennoch müssen wir in dieses Stäbchen häkeln. Also in jedes Stäbchen häkeln, nur dazwischen immer eine Luftmasche. In jedem Maschenkopf ein Stäbchen, eine Luftmasche. Und es ergeben sich genau 15 Kästchen. Am Ende der Reihe sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück. Ich habe bis jetzt 14 Kästchen gehäkelt. Das letzte entsteht, wenn wir die Runde schließen. Wir häkeln noch eine Luftmasche und schließen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde. Wichtig ist, hier muss noch eine Luftmasche übrig bleiben, damit auch hier ein Kästchen entsteht. Und wichtig, damit wir alle die gleiche Ausgangslage haben, zählt bitte nach, es müssen genau 15 Kästchen sein. Und jetzt häkle ich eine weitere Kettmasche in die Lücke, also in das Kästchen hinein, eine Kettmasche, häkle wieder 3 Luftmaschen, die zählen als Stäbchen und häkle weitere 2 Stäbchen ins Kästchen hinein, sodass wir 3 Stäbchen im Kästchen haben. Dann häkle ich um dieses Stäbchen herum eine Noppe. Ich hole einen Umschlag, steche um das Stäbchen herum, also vor dem Stäbchen hinein, hinten wieder heraus, hole den Faden durch, ziehe ihn etwas länger, hole einen Umschlag, mache das gleiche noch einmal, immer den Faden etwas länger ziehen und das Ganze ein drittes Mal. Ich masche alle ab bis auf 2 und dann die letzten 2. Jetzt schieben wir die Noppe zur Seite, damit das nächste Kästchen sichtbar wird, und da häkeln wir wieder 3 Stäbchen hinein. 3 Stäbchen in die Lücke hinein. Dann folgt wieder eine Noppe um das Stäbchen herum, einen Umschlag holen, den Faden einmal durch, ein Umschlag, den Faden zweimal durch, ein Umschlag, den Faden dreimal durch, alle abmaschen bis auf 2 und dann die letzten 2. Wir häkeln also in jede Lücke 3 Stäbchen. In jede Lücke 3 Stäbchen und um jedes Stäbchen herum eine Dreiernoppe. Und wichtig ist, schiebt die Noppe ein wenig nach rechts, damit das Kästchen sichtbar wird. Und da häkeln wir wieder 3 Stäbchen hinein. Und wir erhalten auf diese Weise 15 solche Noppen. Und wenn wir alle Maschenköpfe zählen, auch hier haben wir ja einen Maschenkopf auf der Noppe, dann müssen es genau 60 Maschenköpfe sein. Und das machen wir die ganze Runde so. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Bis jetzt habe ich 14 Noppen gehäkelt. Am Ende der Reihe gut schauen. Auch hier die Noppe zur Seite schieben. 3 Stäbchen ins Kästchen häkeln. Und dann brauchen wir noch eine Noppe um das Ersatzstäbchen der Vorreihe. Auch hier häkeln wir eine Dreiernoppe drumherum. Und wir schließen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde, und ich habe ganz genau 60 Maschenköpfe. Wir haben immer 3 Stäbchen in der Lücke, 15 Mal.
Das gibt 45 plus immer die Noppe, 15 mal gibt 60 Maschenköpfe. Und ich häkle 3 Luftmaschen, die zählen als ein Stäbchen. Und jetzt häkle ich um das nächste Stäbchen, das kommt, das ist das mittlere Stäbchen dieser 3 Stäbchen, eine Noppe, so wie vorhin auch. Und häkle dann, und hier müsst ihr die Noppe zur Seite schieben, 3 Stäbchen nebeneinander. 1, 2, 3. Und wir müssen wieder beim mittleren Stäbchen landen. Hier sind die 3 Stäbchen in der Lücke. In diesem ersten Stäbchen befinden wir uns und immer um das mittlere Stäbchen dieser 3 häkeln wir eine Dreiernoppe. Das Ganze ist also versetzt zur Vorreihe, aber im Grunde gleich. Immer 3 Stäbchen, eine Noppe. Nur dass wir hier jetzt gut schauen müssen, immer die Noppe zur Seite schieben, dann seid ihr automatisch richtig auf dem ersten Stäbchen. Wir häkeln 3 Stäbchen und sind wieder richtig genau beim mittleren Stäbchen. Und da häkeln wir wieder eine Dreiernoppe und wieder 3 Stäbchen dazwischen. Und das machen wir die ganze Runde so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Auch hier häkle ich um das mittlere Stäbchen der Dreiergruppe eine Noppe und dann fehlen uns in dieser Runde noch 2 Stäbchen. Ein Stäbchen haben wir am Anfang der Reihe gemacht, das ist dieses Ersatzstäbchen und wir schließen in die dritte Luftmasche zur Runde und haben auch hier wieder 3 Stäbchen zwischen den Noppen. Wir haben wieder 15 Noppen und wir haben wieder 60 Maschenköpfe und es kommt eine weitere Reihe ohne Zunahmen. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen und häkeln 2 weitere Stäbchen gleich daneben in die nächsten beiden Maschenköpfe, so dass wir wieder beim mittleren Stäbchen dieser Dreiergruppe sind. Und da häkeln wir wieder eine Noppe drumherum und wieder 3 Stäbchen in die nächsten 3 Maschenköpfe und immer ins mittlere Stäbchen dieser 3 eine Noppe. Und das machen wir die ganze Runde so und es ergeben sich wieder 15 Noppen und insgesamt 60 Maschenköpfe und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Am Schluss bleibt ein Stäbchen übrig, da kommt noch eine Noppe drumherum. Und wir schließen in die dritte Luftmasche
des Ersatzstäbchens zur Runde. Das Ganze sieht jetzt so aus. Unsere Blume ist damit praktisch fertig und ganz wichtig ist, ihr müsst jetzt 15 Noppen und 60 Maschenköpfe haben. Wenn ihr es bis hierher geschafft habt, ab jetzt wird es ganz einfach. Und jetzt häkeln wir eine Reihe Stäbchen mit Zunahmen, und zwar immer in der Noppe häkle ich 2 Stäbchen. Ich zeige es euch gleich. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen, die zählen bereits als erstes Stäbchen. Dann häkeln wir auch hier in diesen nicht so schönen Maschenkopf immer unbedingt ein Stäbchen häkeln. Und wir häkeln 3 Stäbchen. Dann sind wir bei der Noppe angekommen und in den Kopf der Noppe häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche. Dann wieder 3 Stäbchen nebeneinander auf die nächsten 3 Stäbchen und in den Kopf der Noppe 2 Stäbchen. Und wir erhalten genau 75 Stäbchen über die ganze Runde, aber am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe rundherum gekommen, auch in die letzte Noppe. Vor Rundenende häkle ich 2 Stäbchen, es müssen genau 75 Stäbchen sein und wir schließen in die dritte Luftmasche mit einer Kettmasche zur Runde. Jetzt häkle ich eine Luftmasche, nur um in die Höhe zu kommen, und häkle über diesem Ersatzstäbchen, wo die Luftmasche herauskommt, in dieselbe Masche eine feste Masche. Dann häkle ich 5 Luftmaschen und ich lasse die nächsten beiden Stäbchen aus. Auch dieses hier nicht vergessen mitzuzählen. 1, 2 auslassen und in jede dritte Masche kommt eine feste Masche. Das gibt Bögen. Wir häkeln 5 Luftmaschen, lassen 2 Maschen aus und in jedes dritte Stäbchen häkeln wir eine feste Masche. Also lauter Bögen mit 5 Luftmaschen, 2 Stäbchen auslassen und in jede dritte Masche eine feste Masche häkeln. Das ergibt ganz genau 25 Bogen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Am Ende müssen 2 Stäbchen übrig bleiben. Wir häkeln den letzten Bogen mit 5 Luftmaschen und schließen in den Kopf der festen Masche, die wir ganz am Anfang gehäkelt haben, mit einer Kettmasche zur Runde und häkeln eine weitere Kettmasche in den ersten Bogen. Dann häkeln wir 3 Luftmaschen und in diesen ersten Bogen häkle ich weitere 5 Stäbchen. Sodass wir inklusive Ersatzstäbchen in diesem ersten Bogen 6 Stäbchen haben. In alle weiteren Bogen häkle ich 7 Stäbchen. Diese 6 häkle ich deshalb, damit wir am Ende der Runde auf eine Maschenzahl kommen, die durch 3 teilbar ist.
Und zwar sind es insgesamt 174 Stäbchen um die ganze Runde herum. Und wenn wir in jedem Bogen 7 Stäbchen häkeln würden, hätten wir am Ende eine Masche zu viel. Und deshalb im ersten Bogen 6 Stäbchen und in jedem weiteren Bogen 7 Stäbchen. In die feste Masche häkeln wir nicht, sondern wir springen immer von Bogen zu Bogen und am Ende der Runde müssen wir 174 Stäbchen haben und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 174 Stäbchen gehäkelt. Diese Runde darf sich ein bisschen wellen. Das ist bei mir auch so. Das legt sich in den nächsten Runden wieder. Wir schließen mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche und wir häkeln 3 Luftmaschen, die zählen als ein Stäbchen und häkeln in dieselbe Masche, wo diese 3 Luftmaschen herauskommen, noch ein Stäbchen, also 2 Stäbchen in eine Masche. Dann wieder genau schauen, auch dieses Stäbchen hier nicht vergessen mitzuzählen. Wir lassen 2 Maschen aus und in jede dritte Masche häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche. Keine Luftmaschen dazwischen, nur Stäbchen. Immer 2 auslassen und in jede dritte Masche eine Zweiergruppe häkeln. Konsequent schauen in dieser Runde. Und wir erhalten genau 58 Zweiergruppen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Runde bleiben 2 Stäbchen übrig, das passt und wir schließen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde. Wir haben genau 58 Zweiergruppen. Wir häkeln eine weitere Kettmasche ins nächste Stäbchen und eine Kettmasche in diese Lücke zwischen den Gruppen. Und wir starten mit 3 Luftmaschen und häkeln ein weiteres Stäbchen in dieselbe Lücke, springen zur nächsten Lücke und häkeln wieder 2 Stäbchen hinein. Immer von Lücke zu Lücke springen und in die Lücke 2 Stäbchen häkeln. Es ergeben sich also wieder 58 Zweiergruppen, nur dass sie jetzt versetzt zur Vorreihe sind. Und wir häkeln rundherum und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Die Anzahl der Gruppen ist ab jetzt immer gleich, immer 58. Und wir schließen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde, häkeln eine weitere Kettmasche ins folgende Stäbchen und noch eine Kettmasche in die Lücke. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in dieselbe Lücke und jetzt machen wir zwischen den Gruppen eine Luftmasche. Wir springen in die nächste Lücke, häkeln 2 Stäbchen, eine Luftmasche, 2 Stäbchen, eine Luftmasche
und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Runde nach der letzten Zweiergruppe brauchen wir ebenfalls eine Luftmasche. Wir schließen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens, häkeln eine weitere Kettmasche in das folgende Stäbchen und noch eine Kettmasche in die Lücke. Das Schließen der Runde bleibt jetzt prinzipiell immer gleich. Wir müssen uns immer bis zur nächsten Lücke vorarbeiten. Wir häkeln jetzt 3 identische Reihen, gleich wie die Reihe, die wir soeben gemacht haben. Also wieder 3 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke, eine Luftmasche als Abstand und wir häkeln dieselbe Reihe, die wir soeben gemacht haben, noch 3 Mal. Also diese Reihe und noch 2 weitere Reihen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die 14. Reihe beendet. Ich habe mich wieder mit Kettmaschen bis zur Lücke vorgearbeitet und jetzt beginnt sich der Rand aufzustellen. Das heißt, wir brauchen wieder Zunahmen und wir machen das folgendermaßen. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen und häkeln 2 Stäbchen in die Lücke, eine Luftmasche. Wir haben jetzt 3 Stäbchen in der Lücke und wir häkeln in jede Lücke 3 Stäbchen und als Abstand eine Luftmasche und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Runde angekommen. Immer dran denken, auch nach der letzten Gruppe noch die Luftmasche häkeln und beim Schließen der Runde immer zuerst in die dritte Luftmasche, dann in jedes vorhandene Stäbchen eine Kettmasche häkeln, egal wie viele Stäbchen hier sind, und dann noch eine Kettmasche in die Lücke. Und ich starte wieder mit 3 Luftmaschen, häkle 2 Stäbchen in die Lücke, eine Luftmasche als Abstand und ich häkle diese Reihe mit 3 Stäbchen pro Lücke und dann noch eine weitere Reihe und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 3 Reihen mit Dreiergruppen gemacht und jetzt erhöhe ich von 3 Stäbchen auf 4 Stäbchen. Ansonsten sind die Reihen gleich wie bisher auch. Auch der Abstand von einer Luftmasche bleibt gleich und ich häkle insgesamt 6 Reihen mit 4er Gruppen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 6 Reihen mit 4er Gruppen gehäkelt und jetzt erhöhe ich auf 5 Stäbchen pro Lücke. Ansonsten funktioniert die Reihe genau gleich wie bisher und auch hier mache ich eine Luftmasche als Abstand und ich häkle weitere 6 Reihen mit 5er Gruppen. Und wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 6 Reihen mit 5er Gruppen gehäkelt und jetzt verändern wir ein bisschen das Muster. Ich habe hier mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche geschlossen
und ich häkle jetzt nur noch 2 Kettmaschen, so dass wir uns im mittleren Stäbchen, also im dritten Stäbchen der Gruppe befinden. Ich häkle 3 Luftmaschen, die zählen wieder als erstes Stäbchen und häkle weitere 4 Stäbchen in dieselbe Masche, so dass wir 5 Stäbchen in einer Masche haben. Und jetzt häkle ich als Abstand 2 Luftmaschen. Wir brauchen ja wieder Zunahmen. Und immer ins mittlere Stäbchen der Gruppe, das ist das dritte Stäbchen, häkle ich 5 Stäbchen in eine Masche und als Abstand 2 Luftmaschen. Und das machen wir die ganze Runde so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch am Ende der Reihe brauchen wir 2 Luftmaschen und wir schließen in die dritte Luftmasche zur Runde. Wir häkeln in die nächsten beiden Stäbchen jeweils eine Kettmasche und wir häkeln eine weitere identische Reihe. Wir starten mit 3 Luftmaschen, häkeln 4 Stäbchen in dieselbe Masche, so dass wir wieder 5 Stäbchen in einer Masche haben. Wir häkeln als Abstand 2 Luftmaschen und wieder immer ins mittlere Stäbchen 5 Stäbchen. Und das machen wir die ganze Runde so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe beendet. Es wird Zeit für einen Zwischenstand. Mein Kreis ist jetzt ca. 63 bis 64 cm groß, also im Durchmesser über den Mittelpunkt gemessen. Ab jetzt schreibe ich euch das Maß, das ihr erreichen müsst, in die Ecke. Bei den kleineren Größen könnte das schon bald der Fall sein. Und ich habe wieder zur Runde geschlossen in die dritte Luftmasche. Ich arbeite mich zum mittleren Stäbchen vor und ich erhöhe jetzt auf 7 Stäbchen. Das heißt, ich häkle 3 Luftmaschen und häkle weitere 6 Stäbchen in dieselbe Masche. So dass wir insgesamt 7 Stäbchen in einer Masche haben. Den Abstand von 2 Luftmaschen behalte ich bei. Also ab jetzt immer ins mittlere Stäbchen 7 Stäbchen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und ich häkle die Tonika für meine Größe jetzt mit diesen 7 Stäbchen und 2 Luftmaschen zu Ende. Ihr müsst euch jetzt beim Schließen der Runde bis zum 4. Stäbchen vorarbeiten. Das ist wichtig. Und für die größeren Größen, ihr müsst schauen, sobald sich der Rand aufstellt, braucht ihr wieder Zunahmen. Ihr habt 2 Möglichkeiten. Ich würde zuerst auf 9 Stäbchen erhöhen mit 2 Luftmaschen Abstand und wenn es dann noch einmal ein bisschen braucht, dann macht ihr statt 2 Luftmaschen 3 Luftmaschen Abstand. Im Prinzip immer gleich, wie wir es bisher auch gemacht haben.
Ich glaube, das sollte kein Problem sein. Und ich häkle jetzt den Kreis für meine Größe ca. 70 cm groß. Ihr macht ihn so groß, wie ihr ihn braucht. Und wenn ihr das gemacht habt, brauchen wir ein zweites absolut identisches Teil. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe zwei identische Teile angefertigt. Eins davon liegt hier vor mir. Wir teilen jetzt beide Kreise in 4 Abschnitte ein. Wir legen hier aber noch nicht fest, welcher Abschnitt später oben, unten oder seitlich ist. Ich beginne da, wo der Faden hängt. Es ist aber grundsätzlich egal, wo ihr mit der Einteilung beginnt. In diese Lücke habe ich den ersten Maschenmarkierer gesteckt. Dann habe ich 15 Gruppen hinübergezählt. Wir haben alle dieselbe Anzahl Gruppen, 58. Also alle zählen hier 15 Gruppen hinüber und in die nächste Lücke wieder einen Maschenmarkierer hineingeben. Dann zählen wir 14 Gruppen ab, geben einen Maschenmarkierer hinein, dann zählen wir wieder 15 Gruppen ab, geben wieder einen Maschenmarkierer hinein und am Ende bleiben 14 übrig und dann sind wir rundherum. Noch einmal zur Erklärung: Wir haben in diesem Bereich 15 Gruppen, in diesen beiden Abschnitten 14 Gruppen und in diesem Bereich wieder 15 Gruppen. Gibt zusammen 58 Gruppen und diese Einteilung macht ihr jetzt bei beiden Teilen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe bei beiden Teilen die 4 Maschenmarkierer angebracht und die Teile so aufeinander gelegt, dass die schöne Seite jeweils innen ist. Achtet darauf, dass die Teile genau aufeinander passen. Bei beiden Teilen müssen jetzt oben 14 Gruppen sein, auf den Seiten 15 Gruppen und unten 14 Gruppen. Orientiert euch nicht an den Fäden, nur an den Gruppen. Jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen einen Maschenmarkierer heraus und stecken ihn durch beide Teile durch, sodass die ganz locker schon einmal miteinander verbunden sind. Einen können wir ganz entfernen. Das machen wir mit allen 4 Maschenmarkierern so und legen das Ganze dann wieder so hin, wie es jetzt liegt, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Teile lose miteinander verbunden, so dass Ober-, Unterteil und die Seiten eingeteilt sind. Hier im oberen Bereich schließen wir jetzt ein Stück der Schulternaht, das müsst ihr ausmessen. Ihr müsst von diesen Maschenmarkierern ausgehen und auf beiden Seiten gleich viele Gruppen schließen. Oben muss so viel offen bleiben, dass euer Kopf gut durchpasst. Ich lasse hier ungefähr 27 cm offen und bei mir sind das auf beiden Seiten 1, 2, 3, 4 Gruppen, 1, 2, 3, 4 Gruppen. Das kann bei euch ein bisschen anders sein, je nachdem wie groß euer Kreis ist. Es kann auch nötig sein, dass ihr eine halbe Gruppe noch schließt oder eine halbe Gruppe weniger. Bei mir sind jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gruppen, aber wie gesagt, richtet euch hier nach den Zentimetern, macht eine Anprobe. Wenn ihr die Naht geschlossen habt, lasst den Faden noch dran, damit ihr gegebenenfalls noch etwas verändern könnt. Und
ich zeige euch im nächsten Schritt, wie man die Schulternähte schließt, und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe mir meine Wolle und meine Häkelnadel geholt und ich starte hier bei diesem ersten Maschenmarkierer. In dieser Lücke beginne ich. Ich steche durch beide Teile durch, hole den Faden durch und verknote den Faden. Ich steche noch einmal in dieselbe Lücke ein, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und dann noch eine feste Masche in die Lücke. In den Lücken müsst ihr schauen, wie viele feste Maschen ihr benötigt. Ich habe hier 2 Luftmaschen Abstand. Ich werde eine feste Masche in die Lücken häkeln. Wenn ihr hier 3 Luftmaschen habt, würde ich 2 feste Maschen in die Lücken häkeln. Dann verbinden wir Stäbchen für Stäbchen miteinander. Genau schauen, dass ihr vorne und hinten dasselbe Stäbchen erwischt. Und wir schließen die Naht bis zum Maschenmarkierer. Ihr müsst schauen, dass die Naht schön flach wird und nicht sich zusammenzieht, aber auch nicht wellig wird. Also wie gesagt, ich schließe hier Stäbchen für Stäbchen und in die Lücke mache ich eine feste Masche. Aber ihr könnt auch 2 machen. Ihr müsst schauen, dass die Naht flach wird. Und das mache ich auf beiden Seiten so. Die beiden Schulternähte schließen. Auf der anderen Seite zuerst das Teil umdrehen und auch wieder von außen nach innen die Naht schließen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe beide Schulternähte geschlossen. Hier ist der Halsausschnitt und ausgehend von der Schulternaht auf beiden Seiten, also vom Ende der Schulternaht, habe ich für mich ca. 25 cm hinunter gemessen. Bei mir sind das 6 solche Gruppen. Ich schreibe euch Richtwerte für die Größe des Armlochs hin, aber auch hier lasst die Fäden noch dran immer, dann könnt ihr zur Not noch etwas ändern. Und ich habe hier wieder durch beide Teile durch einen Maschenmarkierer gesteckt und dieses Stück hier schließen wir jetzt genau gleich wie oben. Das funktioniert genau gleich. Und ich würde hier beim Armloch beginnen und nach unten die Naht schließen. Und hier müsst ihr natürlich schauen, dass das für euch weit genug ist. Wenn nicht, versetzt ihr diesen Maschenmarkierer zum Beispiel um einen Bogen. Und jetzt müsst ihr nur noch diese beiden Nähte schließen und dann eine Anprobe machen und erst ganz zum Schluss die Fäden vernähen und kurz abschneiden. Und wenn ihr das alles gemacht habt, ist unsere Tonika fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, hoffe ihr habt viel Freude beim Häkeln dieser außergewöhnlichen Kreistonika und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Eure Karin aus dem Ländle.